Hallo, hier ist der Klaus. Ich möchte heute euch eine Meditation anbieten und anleiten. Eine Meditation, die das Ziel hat, in den gedankenleeren Raum zu kommen. Der gedankenleere Raum ist der Raum deiner Seele. Es ist der Raum deines göttlichen Selbst. Es ist der Raum, in der sich alle Lösungen für alle deine Probleme befinden. Ja, wenn du mitmachen möchtest, dann such dir einen guten Platz, wo du dich entspannen kannst, entweder sitzend oder liegend, und beginne deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu richten. Spüre, wie du sitzt oder wie du liegst. Spür das Gewicht. Spür, wie die Mutter Erde dich an sich zieht. Spür, wie langsam die Entspannung eintrifft. Die Muskeln sich entspannen können. Du das Gewicht abgibst an die Unterlage. Deine Arme, Beine schwer werden. Und dann nimm deinen Atem wahr. Deinen Atem, so wie er jetzt gerade fließt. Dein Einatmen, Ausatmen. Und lausche auf das feine Geräusch beim Einatmen und wenn du das vernehmen magst, auch beim Ausatmen. Und spüre, wie die Luft durch deine Nase in deinen Brustkorb hineinströmt und beobachte, wie sich dein Brustkorb beim Einatmen etwas weitet und beim Ausatmen von ganz alleine wieder etwas zusammenzieht. Beobachte, wie weit dein Atem bis in deinen Bauch hineinfließt. Und mach dir bewusst, dass du mit diesem Atem einerseits verbunden bist mit der Erde, mit der Atmosphäre der Erde. Du nimmst den Sauerstoff auf in deinem Körper. Auf der anderen Seite bist du mit diesem Atem, mit jedem Atemzug verbunden mit der Lebenskraft, der Quelle, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug. Strömt diese Lebenskraft von ganz alleine in dich hinein, dieses Wunder des Atmens. Und jetzt konzentriere deine Aufmerksamkeit auf deine linke Hand, etwas getrennt von deiner rechten Hand, und spüre zunächst einmal, wie diese linke Hand aufliegt. Spüre die Schwere, das Gewicht. Und dann spüre die Empfindungen in deiner linken Hand, in dem Inneren deiner linken Hand,
mit jedem deiner bewussten Atemzüge. Atme ein und aus und spüre die Auswirkungen in deiner linken Hand. Ein ruhiges Atmen, das von ganz alleine fließt, ohne dass du den Atem beeinflussen musst, so wie er jetzt fließt. Und alle Empfindungen deiner linken Hand beobachten, wie sie sich einstellen. Vielleicht ein feines Prickeln oder irgendeine andere Empfindung. Wichtig ist nur, dass du deine Wahrnehmung lenkst, ausrichtest, konzentrierst auf deine linke Hand. Und dann mach dasselbe mit deiner rechten Hand. Konzentriere dich auf die Wahrnehmung deiner rechten Hand. Spüre auch hier die Unterlage, das Gewicht. Und spüre die Empfindungen im Innern deiner rechten Hand mit jedem bewussten Atemzug. Spüre, wie die Wahrnehmung sich ablöst von deiner linken Hand und so in deine rechte Hand hineingeht, sich dort konzentriert. Wie du jeden Atemzug in irgendeiner Weise wahrnehmen kannst, die Auswirkungen, die Empfindungen dieses lebendigen Atems in deiner rechten Hand. Auch hier vielleicht ein feines Prickeln oder andere Empfindungen. So, und dann richte deine Aufmerksamkeit, deine Wahrnehmung auf beide Hände gleichzeitig und deinen bewussten Atem. Spüre deinen Atem, wie er fließt, einatmen, ausatmen und spüre die Empfindungen, die der Atem auslöst, in beiden Händen. Und wenn sich hier ganz natürlicherweise Gedanken dazwischen stellen, Bilder dazwischen schieben, dann beobachtet es, dann bemerke es. Bemerke, wie die Wahrnehmung deines Atems und die Wahrnehmung deiner beiden Hände nachlässt, wie du in Gedanken aus dieser Wahrnehmung rauskommst. Und dann stell es einfach nur fest und kehre in diese reine Wahrnehmung, linke Hand, rechte Hand und Atem wieder zurück. Immer wenn Gedanken, Bilder sich einstellen, bemerke sie und komme wieder zurück in die reine Wahrnehmung. Linke Hand,
rechte Hand und Atem. Es ist eine wichtige Konzentrationsaufgabe, die dir vielleicht am Anfang etwas schwer fällt, bis du merkst, wie diese Gedanken kommen und wie du wieder zurückkehren kannst in diese reine Wahrnehmung. Linke Hand, rechte Hand und Atem. Und der Raum zwischen den Gedanken, zwischen den Bildern, dieser Raum ist der Raum deines göttlichen Selbst. Schau mal, ob du mit deinem inneren Auge diesen weiten Raum in irgendeiner Weise wahrnehmen kannst. Erforsche, ob dieser Raum irgendwelche Grenzen hat. Welche Grenzen hat er? Vorne, hinten, links, rechts, unten, oben. Und bemerke auch das Gefühl, das sich einstellt, wenn du in diesem gedankenleeren Raum dich befindest. Und wenn Gedanken, Bilder sich dazwischen drängen, kehre einfach wieder zurück in diese reine Wahrnehmung. Linke Hand, rechte Hand und Atem. Und erkunde mit einem inneren Auge die Weite dieses Raumes. Dieser Raum ist der Raum des göttlichen Selbst, der Raum deiner Seele, der Raum der Weisheit, der göttlichen Weisheit, der göttlichen Intelligenz, in der auch alle Lösungen für alle deine Probleme enthalten sind. Es ist der Schöpferraum, und dieser Schöpferraum steht dir jetzt zur Verfügung. Wenn du den Weg der Heilung beschreitest, wenn du den Weg beschreitest der Rückverbindung zu deinem göttlichen Selbst.
Und du kannst diesen Raum mit deinem Thema, mit deinem Problem betreten. Das ist die eine Seite. Und die göttliche Intelligenz, die göttliche Weisheit in dein Thema hineinfließen lassen, die Lösung in dein Problem hineinfließen lassen, sodass das menschliche Selbst und das göttliche Selbst sich zu einem verbinden kann. Aus 2 Punkten wird ein Punkt. Und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du kannst noch länger in diesem Zustand der Verbindung zu deinem göttlichen Selbst verweilen. Und dann einfach wieder zurückkommen in deinen Alltag. Deinen Körper spüren, den Raum um dich herum wieder wahrnehmen. Dich etwas recken und strecken und wieder ganz da sein. Und ich wünsche dir auf diesem Weg der Verbindung mit deinem göttlichen Selbst alles Gute.